Warum manche Menschen sich einfach nicht für Sport interessieren, psychologisch erklärt. Warst du jemals in einem Raum, in dem alle den Fernseher anschreien, springen, fluchen, weinen, beten und du sitzt einfach nur da und denkst, es ist ein Spiel, warum ist das so wichtig? Kein Adrenalin, keine emotionale Beteiligung, nur Verwirrung. Und dann passiert etwas Subtiles. Jemand merkt es, er lacht ein wenig und sagt, wie kannst du dich nicht dafür interessieren? Es ist doch Sport. Da steckt ein Urteil drin, auch wenn es nicht so gemeint ist. Und still, irgendwo im Hinterkopf, taucht die Frage auf, stimmt etwas nicht mit mir? Heute Abend beantworten wir das. Denn die Psychologie hat etwas Faszinierendes entdeckt. Menschen, die sich nicht für Sport interessieren, fehlt keine Leidenschaft. Sie sind nicht emotional kalt und ganz sicher nicht langweilig. Ihre Gehirne, ihr Bedeutungssystem, ihr Gefühl von Zugehörigkeit sind einfach anders verdrahtet. Und dieses Verständnis kann komplett verändern, wie du Sportfans siehst. Und dich selbst. Bleib dran, denn die letzte Erkenntnis könnte etwas in deinem Leben erklären, von dem du nie gedacht hättest, dass es mit Sport zu tun hat. Der verborgene Stamm, dem du nie beigetreten bist. Lass uns tausende Jahre zurückgehen. Damals lebten Menschen nicht in Städten. Sie lebten in Stämmen. Dein Stamm jagte mit dir, beschützte dich, trauerte mit dir, teilte das Essen mit dir. Zugehörigkeit war nicht emotional. Sie war Überleben. Dein Gehirn entwickelte eine klare Regel. Teil von etwas Größerem zu sein, hält dich am Leben. Spulen wir in die Gegenwart. Wir sehnen uns immer noch nach Zugehörigkeit. Nur sehen unsere Stämme heute anders aus. Nationalität, Politik, Fandom, Sportmannschaften, Online-Gemeinschaften, Berühmtheiten, Marken, Identitäten, Sport ist in vieler Hinsicht ein moderner Stamm mit Uniformen und Sponsoren. Wenn jemand sieht, wie sein Team gewinnt, schüttet das Gehirn Oxytocin aus, denselben Neurotransmitter, der beim Umarmen von Familie freigesetzt wird. Das Gehirn sagt buchstäblich, diese Menschen sind meine Menschen. Die Fahne, das Lied, der Gesang, die Farben, das ist nicht trivial. Es ist alte Biologie, die so tut, sehr überzeugend, als gehörten dir fremde Menschen, die über ein Spielfeld laufen. Aber hier ändert sich alles. Manche Menschen reagieren auf diese Stammsignale einfach nicht auf dieselbe Weise. Ihr Oxytocin-System verbindet Identität nicht mit Gruppenkonkurrenz. Sie können den Sport genießen, sie können Leistung bewundern, aber es überschreitet nie die Grenze zu, das ist mein Stamm. Psychologen nennen das niedrige, tribale Identitätsorientierung. Das macht jemanden nicht distanziert. Oft macht es ihn unabhängiger, skeptischer gegenüber blinder Gruppentreue, weniger anfällig für wir gegen sie, denken sie hassen Sport nicht. Sie delegieren nur keine Bedeutung an ihn. Und dieser Unterschied ist größer, als die meisten ahnen. Dopamin, Unsicherheit. Und warum Sport sich wie Glücksspiel anfühlt. Schauen wir kurz in das Gehirn eines Sportfanatikers. Stell dir vor, du wartest darauf, ein Geschenk zu öffnen. Dieses kribbelnde Gefühl, das ist Dopamin. Sport löst denselben Erwartungszyklus aus. Jeder Pass, jeder Schuss, jeder Beinahe-Treffer, jede Wiederholung, 100 kleine Dopaminspitzen. Aber hier liegt der Schlüssel. Das Gehirn wird nicht vom Gewinnen abhängig, sondern von Unsicherheit. Unsicherheit ploen. Belohnung ist das süchtig machendste Muster der Psychologie. Es heißt intermittierende Verstärkung. Derselbe Mechanismus wie bei Spielautomaten. Du weißt nicht, wann du gewinnen wirst, also bleibst du dran. Puls hoch, Blick fixiert, Zeit löst sich auf. Manche Gehirne sehnen sich danach. Andere finden es anstrengend, künstlich oder bedeutungslos. Nicht, weil ihnen Spannung fehlt, sondern weil ihr Dopaminsystem etwas anderes bevorzugt. Ideen, Kunst, Gespräche, Natur, Lernen, Kreativität, etwas Reales erschaffen. Verschiedene Gehirne jagen unterschiedlichen Belohnungen hinterher. Keines ist besser. Sie sind einfach unterschiedlich gestimmt. Die Abkürzung zu Selbstwert. Und warum manche sie ablehnen. Jetzt wird es unangenehm. Studien zeigen, viele Sportfans erleben etwas, das man nennt Burging, Basking in Reflected Glory, im glanzfremden Erfolg sonnen.
Wenn Ihr Team gewinnt, wir haben gewonnen. Wenn Ihr Team verliert, Sie haben verloren. Das Gehirn vermeidet geschickt Identitätsschmerz. Gewinnen steigert das Selbstwertgefühl. Ohne eigene Leistung. Es fühlt sich an wie Erfolg, ohne etwas getan zu haben. Menschen, die Sport egal ist, nutzen diese psychologische Abkürzung kaum. Ihr Selbstwert entsteht anders, durch persönliches Wachstum, Beziehungen, Kreativität, Arbeit, Werte. Ihre Identität hängt weniger ab von Punkten, Saisons, Meisterschaften. Sie sind emotional nicht leer. Sie outsourcen Bedeutung einfach nicht. Oft ohne es zu merken. Aber seien wir ehrlich, manchmal ist die Geschichte dunkler. Nicht-Interesse an Sport ist nicht immer pure Unabhängigkeit. Für manche ist es Schutz. Vielleicht wurden sie in der Schule immer zuletzt gewählt, im Sportunterricht verspottet, sozial ausgeschlossen oder sie wuchsen in aggressiver Konkurrenz auf. Das Gehirn lernte, diese Welt gehört nicht zu mir, also trennte es sich. Nicht kümmern wird sicherer als kümmern. Und hier ist der tragische Teil. Jahre später fühlt es sich nicht wie Schmerz an. Es fühlt sich einfach an wie Gleichgültigkeit. Wenn das auf dich zutrifft, du hast die Sportkultur nicht verfehlt. Die Sportkultur hat dich verfehlt. Und das zu verstehen kann heilsam sein. Warum Fans und Nicht-Fans aneinander vorbeireden. Sportfans lieben Narrative. Der Underdog, das Comeback, die Dynastie, der Herzschmerz, die Legende. Es ist Live-Geschichte. Mit echten Einsätzen. Für sie ist das nicht nur ein Spiel. Es ist Drama. Als Ritual. Für Nicht-Fans dagegen fühlt sich dieselbe Zufälligkeit leer an. Warum Emotionen investieren in etwas, das ich nicht kontrolliere, gespielt von Menschen, die mich nicht kennen und nächste Saison vergessen ist? Sie bevorzugen Bedeutung, die Veränderung schafft. Geschichten, aus denen sie lernen, Projekte, die sie formen, Beziehungen, die sie beeinflussen, Kunst, die sie verwandelt. Die eine Gruppe findet Transzendenz im Zuschauen, die andere im Mitgestalten. Beide nicht falsch, nur unterschiedliche Wege zum selben menschlichen Bedürfnis. Parasozial versus direkte Bedeutung. Sport erzeugt oft parasoziale Beziehungen. Du kümmerst dich stark um jemanden, der nicht weiß, dass du existierst. Für viele fühlt sich das erfüllend an. Für andere wirkt es leer. Wenn meine Sorge für sie nichts bedeutet, warum sollte ihre für mich etwas bedeuten? Sie investieren lieber dort, wo ihre Anwesenheit Realität verändert. Freundschaften, Familie, Gemeinschaft. Projekte, Handwerk, Engagement, Kunst. Dort, wo sie Teilnehmer sind, nicht Zuschauer. Dieser eine Wertunterschied trennt Fans und Nicht-Fans mehr als alles andere. Flow, der Zustand, den alle jagen, Psychologen nennen es Flow, einen Zustand völliger Vertiefung. Sportfans erleben Flow beim Zuschauen, Nicht-Fans erleben ihn anderswo. Musik machen, programmieren, schreiben, Probleme lösen, Design, laufen, meditieren. Andere Einstiegspunkte, gleiche neurologische Belohnung. Das Gehirn ist Sport nicht loyal, es ist Gegenwart loyal. Der stille Vorteil, über den kaum jemand spricht, überraschend. Studien zeigen, dass Menschen, die nicht besessen von Zuschauersport sind, oft höher punkten in Offenheit, Kreativität, unabhängigem Denken, ästhetischem Empfinden. Sie finden Ehrfurcht in einem Gemälde, einem Buch, dem Nachthimmel, einem tiefen Gespräch. Und viele berichten noch etwas. Sie fühlen sich präsenter im eigenen Leben. Denn statt im Kampf anderer zu leben, führen sie ihren eigenen. Das macht sie nicht überlegen. Aber es bedeutet, sie spielen ein anderes psychologisches Spiel. Eines, bei dem die Einsätze persönlich sind. Der Konflikt unter allem, der wahre Unterschied ist nicht Sport versus kein Sport, sondern wo dein Gehirn Bedeutung findet. Stamm Wettkampf, Erzählung, Leistung, Wahrheit, Schönheit, Verbundenheit. Nichts davon ist falsch. Das Problem beginnt, wenn eine Seite glaubt, meine Bedeutung ist echt, deine nicht. Sportfans denken, Nicht-Fans verpassen etwas. Nicht-Fans denken, Fans verschwenden Energie. Beide missverstehen die psychologische Sprache des anderen. Denn sie reden nicht über Spiele, sie reden über Existenz. Der Teil, der wehtun oder heilen könnte, wenn du dich jemals wie der Außenseiter fühltest, weil dir Sport egal ist,
Du bist nicht kaputt, nicht kalt, nicht langweilig, nicht vom Leben getrennt. Du hast einfach ein Bedeutungssystem abgelehnt, das sich für dich nicht stimmig anfühlte. Und das braucht mehr Stärke, als die meisten ahnen. Aber ich möchte, dass du tiefer schaust. Wenn du vom Sport zurücktrittst, wo findest du Bedeutung? Nicht Ablenkung, nicht Unterhaltung, Bedeutung. Denn die Wahrheit ist, jeder ist Fan von etwas. Die eigentliche Frage ist nicht, warum interessiert dich Sport nicht, sondern was bewegt dich so sehr, dass du freiwillig deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und dein Herz dafür gibst? Denn diese Antwort sagt mehr über dich als jede Anzeigetafel. Schlussgedanke. Und er wird bleiben. Wenn dich das nächste Mal jemand auslacht und fragt, wie kannst du dich nicht für das Spiel interessieren? Lächle. Denn jetzt weißt du, du verpasst das Leben nicht. Du wählst einfach Bedeutung, die dir kein Stadion vorgibt. Du baust sie selbst. Und hier ist die Frage, über die du nach dem Video nachdenken solltest. Bist du wirklich uninteressiert an Sport, aussi, oder hast du leise ein Leben gewählt, in dem du derjenige bist, der tatsächlich spielt? Denn manchmal sind die Menschen, die nie den Bildschirm anschreien, die ihre eigene Geschichte schreiben, statt jemand anderem zuzujubeln. Und das könnte das bedeutungsvollste Spiel von allen sein.